Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute ist es euer Video, denn ihr habt mir so viele Fragen gestellt zur DJI Mini 2, dass wir jetzt darüber mal ein extra Video machen. Gleichzeitig geht es natürlich um die gesetzlichen Vorgaben. Was ist jetzt zu beachten exakt für die DJI Mini 2? Wir haben viel vor, also legen wir los. Und jetzt steigen wir natürlich direkt in den Fragekatalog ein und die erste Frage von euch war gewesen, kann man die DJI Mini 2 mit den Akkus der Mavic Mini fliegen? Und das machen wir jetzt am besten mal zusammen. Das ist hier, wie gesagt, die neue DJI Mini 2. Hinten befindet sich dann das Akku drin, wunderbar und grau, schöne Akkus. Und hier ist das alte Akku von der DJI Mavic Mini. Schieben wir hier hinten rein, klicken wir fest, machen wir zu, drücken wir einmal kurz, drücken wir einmal lang. Geht. Also, ich bin heute den ganzen Tag mit dem Dreierpack von der alten DJI Mavic Mini geflogen und ich kann euch sagen, es geht, man kann mit diesen Akkus fliegen, ihr könntet vielleicht Leistungsverlust haben. Das heißt, in der Geschwindigkeit fliegt sie vielleicht nicht ihre 56 km/h, die sie eigentlich fliegt, vielleicht auch ein bisschen weniger, aber was ich gemacht habe, ist einfach einen wunderschönen See gefilmt. Ich habe im Cine-Modus gefilmt, ich habe im Sportmodus gefilmt und ich habe im normalen Modus gefilmt und alle drei Modi sind perfekt gelaufen. Die Drohne ist perfekt geflogen über circa eine Stunde mit allen drei Akkus und die Akkus haben circa 17 bis 20 Minuten in der neuen Drohne gehalten. So, jetzt weiß ich natürlich nicht, ob in den DJI-Garantiebedingungen irgendwas drinsteht, dass wenn man die mit den alten Akkus fliegt oder die alten Akkus benutzt, dass dann vielleicht irgendwelche Garantiebedingungen nicht gelten oder. Das kann ich euch nicht sagen. Was ich euch sagen kann, Cine-Modus, Sportmodus, normaler Modus und Fliegen funktioniert mit den alten Akkus. Die zweite Frage. Lohnt sich der Umstieg auf die DJI Mini 2 von einer DJI Mavic Mini? Jetzt kommt es darauf an, was ihr machen wollt. Wenn ihr die Mutti öfter mal im Garten filmt, von oben oder das ganze Ding mal zweimal im Jahr in den Urlaub mitnehmt, dann könnt ihr natürlich auch die DJI Mavic Mini behalten. Das ist eine schöne Drohne, wunderbar. Wenn ihr natürlich jetzt umsteigen wollt und mehr Bilder machen wollt und das einfach perfekt erledigen, dann hat sich so viel geändert bei der neuen Drohne, dass der Umstieg wirklich total ratsam ist, weil es macht auch echt Spaß, die neue zu fliegen. Die ist schneller, die filmt in 4K, OcuSync 2.0 funktioniert. Es sind einfach Funktionen, wo du sagst, auch der Controller ist der Hammer. Und am schönsten finde ich, dass man die LEDs vorne verstellen kann und verschiedene Farben einstellen kann. Finde ich lustig, finde ich gut, ja. Und wenn ihr das, wie gesagt, machen wollt, den Umstieg, dann tut das. Das ist wirklich eine gute Sache. Oder wie ich das gemacht habe, ich habe mir, wie gesagt, die neue DJI Mini als normale einzelne Drohne mit einem Akku bestellt, behalte meine alte DJI Mavic Mini mit dem Dreier-Kombo-Pack und den alten Akkus und fliege in Zukunft mit 4 Akkus, das heißt die 3 alten und das eine neue mit meiner neuen Drohne, habe immer noch eine auf Reserve, falls mir die mal abstürzt. So mache ich das auf alle Fälle und wer jetzt überlegen sollte und von seiner alten oder von einer anderen Drohne umsteigen möchte auf die DJI Mini 2, Daumen hoch. Kannst du Zubehör für die DJI Mini empfehlen? Und da kann ich sagen, externes Zubehör gibt es im DJI Shop unter dji.com, kann man schön gucken. Aber Zubehör für die Drohne kann ich gar nicht empfehlen, weil DJI hatte auch mal diese wunderbaren Aufkleber gemacht für die DJI Mavic Mini, wo man dann sozusagen die Drohne selber bemalen konnte. Dieser Aufkleber wiegt allein schon 2 Gramm.
2 Gramm plus 249 Gramm sind 251 Gramm. Heißt, wenn euch dann irgendjemand wirklich mal erwischt oder irgendjemand die Drohne wiegt, müsst ihr wegen diesem doofen Aufkleber, auf Deutsch gesagt, einen Drohnenführerschein machen. Das ist Quatsch, das sollte man nicht machen. Die SD-Karte ist in dem Gewicht von 249 Gramm inklusive. Da muss man sich, wie gesagt, keinen Kopf machen, aber alles Zubehör wie ND-Filter, Aufkleber oder irgendwelche anderen Sachen, die direkt an der Drohne angebracht werden, bitte sein lassen, weil es kann passieren, wenn euch dann niemand erwischt, dass ihr wegen 2 oder 3 Gramm dann nochmal einen Drohnenführerschein machen müsst und dafür Geld ausgeben müsst. Was für eine Speicherkarte kannst du empfehlen? Und ich kann immer nur sagen, SanDisk Extreme 128 GB, die ist auch im DJI Shop direkt angepriesen und die funktioniert, die ist zuverlässig, da gibt es momentan überhaupt keine Probleme. Und dann die zweite Frage gleich, muss man mit einer SD-Karte fliegen? Und wenn du fotografieren möchtest und filmen möchtest, dann brauchst du das. Ansonsten kannst du natürlich noch einige Fotos machen ohne SD-Karte. Du hast aber, glaube ich, nur 720p. Also das ist ganz, ganz schrecklich. Aber wie gesagt, eine SD-Karte brauchst du für gute Fotos und gute Videos. Und wenn, dann die SanDisk 128 GB Extreme. Und bei der nächsten Frage musste ich ein bisschen zwinkern. Da ist wahrscheinlich jemand sehr sparsam mit seinen SD-Karten. Die lautet nämlich, wie viel Speicher verbraucht 1 Minute 4K Video bei der neuen DJI Mini? Und ich bin extra rausgefahren bei meinem Dreh und habe 1 Minute aufgenommen und kann dir sagen, 756,9 MB für 1 Minute 4K. So, jetzt kannst du rechnen, was du für eine SD-Karte brauchst, wenn du 10 oder 20 Minuten filmen möchtest. Kein Problem. Und die nächste Frage war gewesen, wie lange hält der Akku? Jetzt kommt es darauf an, wie ihr fliegt. Fliegt ihr nur im Cine-Mode, fliegt ihr im normalen Modus, rauscht ihr das Ding komplett im Sport-Mode über 20 Minuten runter. Im Durchschnitt, jetzt bei mir aus meiner Erfahrung, 20 Minuten hält so ein Akku relativ vernünftig durch. Dann fängt er an zu piepen und dann will die Drohne landen. Also so als Daumenwert 20 Minuten bei normalem Flug. So, und jetzt brauche ich auch mal einen Zettel, denn bei Gesetzestexten, da hilft nichts mit auswendig lernen. Da habe ich auch keine Lust, jetzt ein Gedicht zu lernen. Deswegen lese ich euch das mal vor. Und wir können sehr gerne darüber diskutieren. Also, die DJI Mini 2 Drohne kann basierend auf dem EU-Drohnengesetz in der Kategorie Open, nämlich offen, unter der Unterkategorie A1 nahe am Menschen geflogen werden. Es ist eine Registrierung beim Luftfahrtbundesamt nötig. Du erhältst dann eine Drohnennummer und musst diese sichtbar auf dem Gerät anbringen. Warum ist das nötig? Weil das Kategorie Spielzeug komplett rausfällt. Die hat nämlich eine Kamera. Deswegen ist das nötig. So, maximale Flughöhe, klar, 100 Meter. Flug nur in Sichtweite, das wissen wir auch. Keine Aufnahmen von Personen ohne dessen Erlaubnis, auch wichtig. Keine Menschenmassen dürfen überflogen werden. Gleichzeitig ist eine Haftpflichtversicherung Pflicht, ganz wichtig. Und diese Drohne darf ab einem Mindestalter von 16 Jahren geflogen werden. Und wenn der Drohnenflieger unter 16 Jahre ist, dann muss eine flugberechtigte Person dabei sein. So sind jetzt die Gesetzestexte, die jetzt quasi auch nachlesbar sind. Ich verlinke euch die ganze Geschichte in meinen Showbeschreibungen direkt. Dann könnt ihr da auch nochmal kurz und knapp nachlesen von der Seite drohnen.de. Ich finde die eigentlich ganz informativ und vor allen Dingen, das ist wirklich nur eine Seite und die informieren dich richtig vernünftig und du musst nicht 20 Gesetzestexte lesen. Ist eine wunderbare Geschichte. Was jetzt ich nicht gedacht hätte, dass du die wirklich beim Luftfahrtbundesamt registrieren musst, aber wie gesagt, die fällt aus der Kategorie Spielzeug raus, weil sie eine Kamera hat und damit ist sie meldepflichtig. Das ist ganz, ganz wichtig und wir können natürlich gern diskutieren, wenn ihr andere
Texte habt als ich, weil ist ja erst ab 2021 gültig, dann schreibt es ruhig in die Kommentare. Aber hier steht es erstmal schwarz auf weiß und man sollte das wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen auch beachten und natürlich auch die Haftpflicht dafür abschließen. Die Preise für die Haftpflicht sind relativ entspannt, also 30 bis 50 Euro, je nachdem, was ihr für eine Police habt, im Jahr. Also das kann man schon mal tun und wenn die Drohne wirklich mal irgendjemanden auf den Kopf fällt, seid ihr wenigstens versichert und raus aus der Nummer. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die Haftpflichtversicherung dann fragt, ob die Drohne registriert ist. Das ist immer so eine, da muss man den kleingeschriebenen Text lesen, denn ihr wisst, die Versicherungen sind immer eure Freunde, wenn ihr den Vertrag unterschreibt, aber wenn sie zahlen müssen, dann sieht das ein bisschen anders aus. Ich hatte jetzt eine interessante Zuschrift und es geht darum, dass derjenige damals seine DJI Mavic Mini immer im Kofferraum zu liegen hatte und dann mal nach 2-3 Wochen geflogen ist und die Akkus noch funktioniert haben und wirklich alles tipptopp war. Jetzt soll das nicht mehr funktionieren. Also du sollst sozusagen deine Akkus aufladen und gleich abfliegen. Wenn du die Akkus auflädst und dann nach 3 Wochen benutzen möchtest, soll das wohl nicht mehr funktionieren. Die entladen sich wohl ziemlich schnell. Ich konnte es nicht überprüfen. Wenn ihr es überprüfen könnt, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare oder ich erzähle es dann, wie gesagt, nochmal beim nächsten Video. Das wäre ganz interessant, ob es jetzt wirklich so ist, dass sich die Akkus definitiv über 1, 2 oder 3 Wochen entladen und du dann nicht mehr fliegen kannst. Also kleine Hausaufgabe, wer das feststellt, einfach in die Kommentare schreiben. Ich wäre echt dafür dankbar. Wie ist die Bildqualität im Lowlight-Bereich? Und diese Kameras, ob nur hier bei der DJI Mini 2 oder beim Pocket 2, die sind natürlich bis zu einem bestimmten Bereich richtig gut. Irgendwann fangen auch die an, Bildrauschen zu erzeugen bei gewisser Dunkelheit. Das ist aber ganz normal, das macht selbst ein Telefon, wenn es nicht irgendwie softwareseitig so hochgezüchtet ist, dass es anders funktioniert. Ja? Also ihr müsst im Dunkeln mit Bildrauschen rechnen. Ihr habt relativ entspannte und vernünftige, noch sehbare Bilder, aber wie gesagt, es kann passieren, dass es dann zu Bildrauschen kommt. Ist die Zoom-Funktion ruckelig? Ich konnte nichts feststellen, dass die Zoom-Funktion ruckelt oder irgendwie vor sich hin ruckelt. Wer da Erfahrung hat, rein in die Kommentare. Das wäre ganz gut, weil wie gesagt, so oft benutze ich die Zoom-Funktion nicht, habe sie aber benutzt und habe das sozusagen festgestellt, dass das eigentlich tiefenentspannt ist. Ja? Und natürlich die nächste Frage, kann ich die Drohne im Winter fliegen? Klar kannst du die Drohne im Winter fliegen. Wichtig ist zu beachten, bitte nicht in den Schnee stecken und dann losfliegen. Die Drohne ist nicht wasserdicht. Auch nicht im Regen fliegen, auch nicht im Nebel fliegen und ganz doll darauf achten, dass wenn du im Winter bei Schnee fliegst, du dir ein Landepad besorgst, beziehungsweise große Pappe oder irgendwas, was geht, was trocken und vernünftig ist. Und du solltest dann natürlich zum Thema Winter, also unsere Winter hier im Norden, die sind ja nicht mehr so berauschend. Wenn du jetzt wirklich in die Alpen fährst oder richtig Winter hast, dann musst du natürlich die Akkus und das Gerät auf Betriebstemperatur bringen. Und deine Betriebstemperatur steht in der Anleitung der DJI Mini 2 drin. Die musst du dir sozusagen rausholen. In der Regel sind es immer so 5 Grad ungefähr. Dann funktioniert das alles. Aber wie gesagt, genau für die DJI Mini 2 kenne ich jetzt nicht die Betriebstemperatur. Wie gesagt, das Teil auf Betriebstemperatur bringen, Pappe hinlegen, dann funktioniert es. Nicht bei Schnee, nicht bei Regen, nicht bei Nebel, nicht wasserdicht. Und natürlich, ganz wichtig, dann vielleicht irgendwo den ISO oder den Schotter oder manuell umschalten, wenn ihr bei Schnee fliegt. Denkt dran, das ist alles weiß, das blendet so dermaßen in der Linse. Also da musst du schon ein bisschen Erfahrung haben und mit einer Automatik weiß ich nicht, ob du da sozusagen direkt bei Schnee und Winterflügen mit dieser Automatik klarkommst. Wie würdest du die Vorteile und Nachteile der DJI Mini bezeichnen? Ganz einfach. Vorteile: 4K Video, Fotos jetzt mit RAW-Funktion, die speichern auch im RAW-Format ab. Dann natürlich der stabile Flug, der ist echt besser geworden. Du hast bei Wind- und Wetterbedingungen keine Probleme mehr oder wenig Probleme, dass sozusagen die Drohne dir abpfeift. Und natürlich der LED-Schlitz, das ist aber bloß ein Spielerchen, der LED-Schlitz, mit dem man die verschiedenen Farben hier vorne mit der App einstellen kann, finde ich total super. So,
Dann natürlich die DJI Fly App, die ist immer noch super gemacht, die gibt es schon eine Weile, die ist jetzt nicht doll verändert worden und gleichzeitig die Geschwindigkeit, die jetzt auf 57,6 km/h hochgezüchtet wurde, das gefällt mir richtig gut. In kurzen Abständen kann man das Ding auch mal richtig durch den Wald oder über den See jagen. Sehr gute Geschichte. Die Nachteile von der Drohne, die ich jetzt empfinde, sind kein Display in der Fernsteuerung. Das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich da noch ein Display habe, aber Preis-Leistung muss man auch beachten. Für 450 oder 600 Euro im Combo-Pack ist das natürlich dann ein Wunsch, der wirklich relativ teuer ist. Dann kein Follow Me bzw. Active Track möglich. Das gefällt mir auch nicht. Das hätten die ruhig mit einbauen können. Und natürlich keine Sensoren verbaut, vorne und hinten. Auch wieder eine Preisfrage, ist klar. Bei 600 Euro kann man auch keine Sensoren verbauen. Und gleichzeitig noch bei 249 Gramm Leichtgewicht fällt das auch relativ schwer. Aber wie gesagt, es ist natürlich ein Nachteil der Drohne, dass du da auch mal bei hohen Geschwindigkeiten in einen Baum oder woanders gegenrauschen kannst. Das musst du beachten. Und ansonsten gefällt sie mir wunderbar. Ich kann wirklich zusammenfassend sagen, da hat sich viel verändert. Da hat DJI wieder mal einen guten Job gemacht und es ist eine schöne Drohne. Was ist, wenn die Drohne kaputt geht? Wenn die Drohne kaputt geht und ihr keine Versicherung habt, dann müsst ihr die natürlich einschicken und reparieren lassen. Die Kosten dafür bezahlt ihr. Es sei denn, ihr habt DJI Care Refresh. Das ist eine extra Versicherung von DJI, die euch unter bestimmten Bedingungen beim Drohnencrash eine neue Drohne erstattet. Das heißt, das ist die Aktion schmerzfrei und ohne Kopfschmerzen. Wenn unter bestimmten Bedingungen die Drohne kaputt geht, gibt es dann von DJI eine neue. DJI Care Refresh gibt es, glaube ich, einmal als Jahresvertrag oder einmal als 2-Jahresvertrag. Die genauen Preise können natürlich hier direkt in meiner Showbeschreibung abgerufen werden. Ich mache da extra nochmal einen Link zu. Was muss ich bei der Bedienung des Controllers beachten? Eigentlich nicht viel. Der ist wirklich richtig gut gelungen und gefällt mir persönlich besser als der alte. Das Einzige, was ich festgestellt habe bei der Bedienung des Controllers, ist natürlich, dass das Handy jetzt nicht mehr seitlich eingezogen wird. Das heißt, früher war es hier unten direkt am alten Controller, hier unten drin. Und jetzt machst du es natürlich quer direkt hier in den Controller rein. Und wer große Handys hat, der sollte beachten, dass er natürlich nicht die Tasten hier komplett blockiert. Wenn er das Handy quer reinmacht, dann kann es passieren, dass das Handy sich ausschalten möchte oder laut und leiser macht oder irgendwelche anderen Dinge. Also guckt vorher, wenn er das hier direkt in die Halterung einschiebt, wo ihr eure Tasten habt, hier beim Telefon, und dann sauber einschieben, ohne die Taste zu berühren. Funktioniert wunderbar. Zum Controller habe ich nichts zu meckern. Im Gegenteil, das Ding ist echt besser geworden. Ich liebe ihn. Kann ich die Drohne mit meinem Samsung S10 fliegen? Na klar kannst du die mit allen gängigen Smartphones fliegen. An dem Controller ist einmal ein USB-C-Stecker dran, einmal ein Lightning-Stecker für iPhones. Und sofern das Ding, ich sag mal, nicht älter als 2 Jahre ist, das andere kann ich jetzt sozusagen nicht wissen, aber vom Prinzip her so gängige Smartphones, fliegt der Controller komplett und hat auch die ideale Verbindung dazu. Und dann natürlich gleich die nächste Frage im Anschluss: Kann ich mit meinem Tablet diese Drohne fliegen? Und ich glaube nicht, weil, wie gesagt, das Kabel ist nicht allzu lang hier im Controller. Und du siehst ja, also ein Tablet kriegt man hier sozusagen nicht rein, es sei denn, du legst es daneben und schließt es dann mit dem Kabel an. Also wie gesagt, mit dem Tablet wird das, glaube ich, nichts. Und noch die nächste Frage dann wiederum: Kann ich diese Drohne ohne Controller fliegen? Und hier ist der Controller wichtig und du kannst diese Drohne legal nicht ohne Controller fliegen. Wo finde ich die Seriennummern der DJI Mini 2? Die findest du direkt am Karton. Im unteren Bereich stehen alle Seriennummern. Den Karton bitte nicht wegschmeißen. Oder in der App, in der DJI Fly App, stehen ebenfalls nochmal alle Seriennummern drin. Und diese benötigst du A für die Einreichung bei der Luftfahrtbehörde, B für deine Haftpflicht und C für die Care Refresh Versicherung von DJI.
Lohnt sich der Kauf der Fly More Combo gegenüber dem Einzelkauf? Da kommt es wieder darauf an, was du machen möchtest. Möchtest du viel fliegen? Dann klar die Fly More Combo, 3 Akkus und eine ganze Menge Zubehör wie Tasche etc. Oder wenn du wirklich sehr wenig fliegst und mal 20 Minuten brauchst, dann reicht auch die ganz normale Drohne mit einem Ersatzakku. 20 Minuten fliegst du ungefähr dann mit dem Akku, wenn dir das reicht. 450 € der Einzelkauf, 599 € dann das Fly More Combo. Wer seine Frage jetzt hier im Video nicht gefunden hat, der schreibt sie bitte direkt hier in die Kommentare und dann können wir natürlich sehr gern noch ein nächstes Video machen über eure Fragen, die wir dann hier direkt erläutern. Für heute war es das schon mal gewesen. Wenn es euch gefallen hat, gern ein Like da lassen, ein Kommentar oder ein Abo und ich wünsche euch eine entspannte Zeit. Vielen Dank fürs Zuschauen und sehr gern bis zum nächsten Video.